Hallo liebe Hausbauhelden! In dieser Haustour zeigen wir euch ein Massivhaus, das mit sehr hochwertiger Ausstattung und sehr hoher Kostentransparenz gebaut werden kann. Das neue Musterhaus von Neo Haus in Moor zeigt, dass man mit gut vorgeplantem, raumeffizientem Grundriss, kompakter Bauweise und vorkuratierter Ausstattung in 3 stimmigen Stilwelten einen echten Kostenvorteil beim Bau rausholen kann. Außerdem ist das Ganze in monolithischer Bauweise als Effizienzhaus 40 realisierbar und wir schauen uns an, wie sich das trotz Vorplanung flexibel auf alle möglichen Grundstückssituationen anpassen lässt. Also kommt mit! Das vorgeplante Haus gibt es im Moment in 2 Größen. Wir haben hier die etwas kleinere Variante, das sind 12 Meter mal 8,50 Meter Wohnfläche, ungefähr 146 Quadratmeter, 2 volle Geschosse, ein 30 Grad geneigtes Satteldach. Wir sehen, dass es hier komplett ohne Dachüberstände, also sehr modern ausgeführt ist. Und die Eindeckung ist hier mit einer Indach-Photovoltaikanlage gelöst. Wir haben hier tatsächlich 18,2 Kilowatt Peak Leistung obendrauf. Es gibt auch einen Speicher im Technikraum, sodass das Ganze nicht nur sehr sparsam, sondern sogar ein Plus-Energiehaus wird. Sehr elegant wirkt auch die komplette Dachentwässerung und auch die Dachränder, die mit einem schmalen Blechdach gemacht sind, alles in schwarz aufeinander abgestimmt. Dann haben wir hier, wie wir sehen, auch schon sehr, sehr große Hebeschiebetüren drin. Das sind alles Kunststoffelemente, die allerdings extra stabil sind. Wir werden uns das nachher von innen auch noch mal anschauen. Hier außen haben wir in der Optik eine Lerche hell als Fassade. Also wenn man als Farbe, wenn man da drauf guckt, sieht man auch wirklich erstmal nicht, dass es Kunststoff ist. Und ihr könnt schon sehen, es gibt hier auch so Lamellenjalousien, fadengeführt und unter anderem auch ein Übereckfenster mit Ganzglasecke. Man sieht also schon, es geht hier nicht um Billigbauen, sondern um kostenoptimiertes Bauen. Damit so eine Übereckverglasung mit so einer geklebten Ecke funktioniert, ist das übrigens ein Holz-Alu-Element und kein Kunststofffenster wie die anderen. Und ihr seht schon, das ist hier alles in einem Farbton Pulver beschichtet. Das nennt sich jetzt in dem Fall von dem Fensterhersteller Vulkanasche. Ist ganz wichtig, weil wir haben hinten noch mal eine Plattenverkleidung in Quarzgrau und das passt farblich sehr gut zusammen. Das ist nämlich oft gar nicht so einfach. Noch ein Blick nach oben. Wir haben hier eine Traufhöhe von 6,60 Meter, Firsthöhe ist 8,51 Meter. Der Dachüberstand ist wirklich ganz schlank gehalten. Das ist nur so, dass die Maße von diesen Photovoltaikplatten da oben ganz drauf passen. Und ihr seht schon, es ist kein sichtbarer Sparrenkopf da. Es ist mit einer 3-Schicht-Platte sehr glatt und modern gemacht, in Wandfarbe gestrichen. Ich kann euch gerne was zu den Farbnummern sagen. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Ihr seht schon, es ist so ein abgetönter Beige-Ton zwischen den Fensterflächen oder auch an der Seite sind mal einzelne Sachen durch eine Struktur ein bisschen abgesetzt. Wir haben da einen Glattputz, hier einen etwas grobkörnigeren Putz und dahinter haben wir ein 36,5er massives Porenbetonmauerwerk. Es ist ein sehr hochwertiger Stein mit einem Dämmzuschlag, sodass man ohne aufgesetztes Wärmedämmverbundsystem ein KfW-Effizienzhaus 40 hinbekommt. Dazu muss natürlich die Kubatur sehr kompakt sein, keine Auskragungen, Balkone oder ähnliches. Außerdem ist die oberste Geschossdecke wirklich richtig dick gedämmt. Da sind 30 cm Dämmung drauf, zeigen wir euch dann drinnen auch. Und die Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton hat auch noch mal ein dickes Dämmpaket unten drunter. Diese Sachen sind dann im Preis auch schon enthalten. Das ganze Haus ist auf Basis eines Konfigurators erstellbar. Da gibt es 3 vorkonfigurierte Stilwelten. Das heißt, diese hochwertige, die hier gezeigt wird, wäre die teuerste Sens. Und hier nebendran stehen auch noch 2 Häuser, die in Basic bzw. Pure-Ausstattung errichtet sind. Warum sage ich euch das? Weil diese Basis, dieser Konfigurator es erlaubt, dass ihr euch selber das Haus zusammenstellt und gleich sehen könnt, wie sich die Preise verändern, wenn ihr bestimmte Dinge auswählt.
Es gibt Anbauelemente, die schon fest dazu buchbar sind, wie zum Beispiel dieser wirklich sehr hochwertige Carport. Da sage ich euch gleich noch was dazu. Der kostet fast 27.000 € Aufpreis. Da denkt man sich vielleicht erstmal, hä, für einen Carport? Aber das ist wirklich ein maßangefertigtes Element, das zum Beispiel auch benutzt werden kann, wenn die Grundstückskanten nicht ganz gerade laufen, dass das wirklich diesen Raum passgenau ausfüllt. Das ist eine Massivholzkonstruktion, die wirklich sehr, sehr stark ist, mit einem sehr hochwertigen Plattenmaterial. Wir haben hier so ein High-Pressure-Laminat, so eine Platte drauf. Das ist das eben erwähnte Quarzgrau. Außerdem gibt es hinten noch einen integrierten Abstellraum mit flächenbündiger Schiebetür, wo ihr Mülltonnen, Fahrräder, alles in der Art noch reinstellen könnt. Das ist also wirklich sehr, sehr hochwertig gemacht. Und zum Garten gibt es auch noch mal eine flächenbündig integrierte Tür. Ihr könnt schon sehen, das ist hier wie so eine Dreischichtplatte gemacht. Das ist also wirklich sehr, sehr stabil, ist gleich mit dem Haus verbunden und wird wirklich maßgefertigt auf das jeweilige Grundstück. Dann haben wir hier auch gleich die Ladebox fürs Elektroauto, die natürlich in dieses Speicherkonzept mit der großen Photovoltaikanlage auch mit einfließen kann. Und hier sehen wir schon, haben wir solche Elemente wie zum Beispiel ein WC-Fenster auch gleich mit einer Milchglasscheibe. Was auch noch erwähnenswert ist, es gibt hier kein angesetztes Vordach, sondern der Eingangsbereich ist hier so ein bisschen schräg reingezogen, dass man hier also Wind und auch Regenschutz vor der Tür hat. Solche Sachen wie Briefkasten, Licht, Klingel, alles gut integrieren kann. Man sieht auch dieses Echtholz-Türblatt in Eiche, astig, wird dadurch eben vor Schlagregen geschützt. Vielleicht hat sich der ein oder andere gefragt, warum jetzt hier so eine große Wandfläche ist. Das hat schon was mit dem modularen Konzept zu tun. Man kann nämlich den Carport je nach Erschließungssituation auch an der Stelle andocken und es ist eben gleich so vorgeplant, dass das Haus, je nachdem von welcher Seite die Straße kommt und wie die Himmelsrichtungen sind, eben innen spiegelbar und anpassbar ist. Das heißt nicht, dass man einzelne Fenster um ein paar Zentimeter verschieben kann, aber man kann das Konzept so drehen, wie man es braucht und innen wird wirklich kein Zentimeter Platz verschwendet und das schauen wir uns jetzt an. Die Diele ist 7,4 Quadratmeter groß, die lichte Raumhöhe ist hier im Erdgeschoss 2,50 Meter. Dieser Rücksprung ist übrigens 1,25 Meter und könnte, wenn das Grundstück anders erschlossen ist, auch auf der Seite sein. Auf dem Boden haben wir hier bis zum Eingangsbereich ein sehr, sehr schönes Parkett. Das ist ein Eiche-Parkett verlegt im Fischgrätmuster, naturgeölt. Wir haben hier einen Stab, der 8 x 47 cm ist. Das ist nicht so ein Riesenfischgrät. Das finde ich von der Proportion jetzt hier sehr, sehr schön. Und eine Besonderheit, die wir hier schon sehen, es wird immer im Konfigurator angeboten, Einbaumöbel vom Schreiner. Diese Garderobenlösung würde jetzt zum Beispiel 8.200 € Aufpreis kosten. Man geht hier also wirklich sehr, sehr transparent mit solchen Kosten um und es ist wirklich alles sehr, sehr hochwertig gemacht. Die Sitzbank und die Rückwand hier in Eiche, dann gibt es hier unten eine Schublade, Push to Open für Schuhe. Hier gibt es nochmal einen großen Schrank und ihr seht schon diese sehr schöne raumhoch eingebaute Eiche-Tür bzw. der Rahmen ist Meranti schwarz. Wenn euch irgendwelche Farben interessieren, auch hier drin ist es sehr gut abgestimmt, diese Beige-Töne und auch die Möbeloberflächen. Auch das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, dann versuche ich das für euch nochmal rauszufinden. Übrigens gibt es auch sogar Leuchten als Leuchtenpaket auf Wunsch mit im Angebot. Und was auch schon im Standard drin ist, sind diese sehr hochwertigen, erhöhten Türen mit einer Höhe von 2,30 Meter, was eben auch einfach einen großzügigeren Eindruck macht. Und hinter dieser Tür ist das Gäste-WC, das wir uns jetzt als erstes anschauen.
Das Gäste-WC ist 3,4 Quadratmeter groß. Hier sieht man, was ich mit platzeffizient meine. Denn trotzdem hat man es noch geschafft, hier eine Dusche unterzubringen. Die ist übrigens optional. Also das geht auch einfach nur mit einem Stauraumschrank hier. Wenn ihr diese Dusche zusätzlich haben wollt, ist es ein Aufpreis von 7.800 €. Warum? Da kommen natürlich nicht nur die Installationen dazu und die Duschabtrennung, sondern es ist ja hier auch bodengleich gefliest mit einem Gefälle drin, mit einem Ablauf, mit einer entsprechenden Abdichtung. Das ist also eine relativ aufwendige Sache, ist aber hier sehr schön gelöst. Die Dusche hat dann eine Breite von 78 cm. Das ist für normale Menschen noch sehr gut zu handeln und ist eben 1,20 breit. Man hat hier jetzt diese sehr hochwertigen dunklen Armaturen drin, Aufputz. Möglicherweise wäre es schön, wenn diese Abtrennung da mit diesem Regenduschkopf einen Ticken höher gehen würde. Die Fliesen sind auch sehr, sehr schön und hochwertig, finde ich, in so ein bisschen Terrazzo-Naturstein-Optik. 1,20 x 60, eine sehr große Fliese, die dann hier eben auch einmal ungeschnitten reinpasst, was ich sehr schön finde. Und auch hier hat man wieder die Möglichkeit, diese Badmöbel direkt vom Schreiner mitzubestellen, wenn man möchte. Die Brüstungshöhe ist hier 1,17 Meter. Das ist dann eben umlaufend so gefliest, dass es hier gleich übergeht in die geflieste Fensterbank und das Fenster zum Carport hin direkt mit Milchglas. Von den Wand- und Oberflächen wird hier im Erdgeschoss der Malerflies gestrichen gezeigt. Das ist eine sehr feine Oberfläche. Da braucht man als Basis eine Q3-Spachtelung. Das ist aufwendiger als Q2 und deshalb ist es eben auch aufpreispflichtig. Wenn man statt Raufaser diesen Malerflies haben will fürs ganze Haus plus 9.400 €. Das ist vor allen Dingen der erhöhte Spachtelaufwand. Oben wird auch Raufaser gezeigt, sodass ich euch das nachher mal im Unterschied zeigen kann. Gleiches gilt übrigens für diesen Boden. Im Standard ist ein sehr hochwertiger Vinylboden drin, den wir uns oben gleich angucken. Der Aufpreis für das Parkett im Erdgeschoss wären jetzt 5.400 € und ich finde es einfach toll, dass man hier so eine hohe Preistransparenz hat. Das nächste zum Thema Preistransparenz ist dieses wunderschöne Sitzfenster. Diese Überecklösung ist im Standardpreis enthalten. Wenn ihr jetzt diese Einbaumöbel, also diese sehr hochwertigen Schubladen hier drunter mit dazu haben wollt, sind es nochmal 4.100 € extra. Das Ganze ist in Eiche, ist dann halt wirklich auch aus einem Guss und beim Einzug schon vorhanden. Deshalb sind diese Preise durchaus gerechtfertigt. Wir haben hier eine Sitzhöhe von 43 cm, das ist relativ niedrig, eine Sitztiefe von 53 cm. Es ist wunderschön, dass man hier nochmal diese 70 cm Übereck hat, wo man also sitzen und da auch rausgucken kann, in diesem Fall mit einem tollen Fernblick. Von der Höhe haben wir hier etwa dieses ganze Fensterelement 1,73 Meter. Von der Breite bis zur Ecke sind es hier etwa 1,60 Meter, dass ihr euch die Dimensionen vorstellen könnt. Auch hier gilt, wenn ihr irgendwelche Farbnummern oder so wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Und was ich auch schon kommen sehe, ist, warum ist hier das Wohnzimmer? Von der Möblierung kann man das natürlich ganz einfach umdrehen. Ich würde mir vermutlich auch hier den Esstisch hinstellen und das Wohnzimmer in diesen etwas geschützteren Bereich. Aber das ist ja nur die Frage, wie ihr eure Möbel stellt. Und jetzt schauen wir uns mal die Küche an. Dieser komplette U-förmige Wohn-Ess-Kochbereich sind übrigens 56,4 Quadratmeter. Und hier sehen wir jetzt den einzigen Platzverschwendungsluxus, den man sich gegönnt hat in diesem Musterhaus. Das ist diese offene Galerie. Der Luftraum ist 4,40 Meter mal 1,20 Meter. Wir haben dann hier eine lichte Raumhöhe von bis zu knapp 5,70 Meter. Das Ganze schafft natürlich eine Verbindung zwischen den Geschossen, hebt aber natürlich auch die akustische Trennung auf. Außerdem steigen natürlich Essensgerüche nach oben. Und ihr könntet die Galerie auch geschlossen machen. Das Ganze ist hier so angelegt von der Befensterung, dass dadurch dieser Standard nicht geändert werden müsste.
Diese große Hebeschiebetürfront, die 4,40 Meter breit und eben auch die 2,20 hoch ist, ist im Standard drin. Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Element. Das sind ja hier zwei 2,20 bewegbare Tür, die ist wirklich schwer und da ist es eben auch wichtig, dass das was Hochwertiges ist. Es sind hier dreifach verglaste Fenster drin, auch mit einer extra Gasfüllung, die also sehr, sehr stark wärmedämmend ist. Das trägt eben auch dazu bei, dass man hier diesen KfW-Effizienzhaus 40 Standard erreicht. Außerdem eben auch schon drin ist hier diese extra flache Schwelle. Das ist barrierefrei. Das ist natürlich einfach auch sehr, sehr schön, muss man sagen. Und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen die Küche an, denn auch die kann man auf Wunsch so mitbestellen beim Haushersteller. Das heißt, sie ist dann eben bei Hausübergabe auch schon komplett drin und ihr müsst euch nicht mehr um die Abstimmung mit einem separaten Schreiner oder Küchenbauer kümmern. Wenn ihr das so haben wollt, wie es hier drin ist, sind es 27.400 € Aufpreis ohne die Elektrogeräte. Wir haben auch hier schon sehr hochwertige Materialien. Das ist eine Phoenix-Arbeitsplatte in Dunkel, natürlich relativ empfindlich, was Fingerabdrücke, Fettflecken oder sonstiges angeht, aber auch sehr schick. Dieser Kochtresen ist 3 Meter mal 1 Meter. Hier ist also wirklich richtig viel Platz zum Arbeiten. Auf beiden Seiten Stauraum integriert mit diesen großen Schubladen, die sehr, sehr schön sind. Manchmal nicht ganz praktisch, weil wenn hier jemand steht, muss man den immer verscheuchen, um die Schubladen aufzumachen. Auf der Seite haben wir eine kleine Teilung, also den Klassiker. Der Abstand ist hier übrigens 1,4 Meter, also gerade das Maß, dass man zwischen Herd und Waschbecken ohne einen Zwischenschritt klarkommt. Und an der Stelle ist natürlich so ein eingelassenes Kochfeld, übrigens neuerdings auch in matt erhältlich, mit Abzug nach unten, ein absolutes Muss, damit man hier nichts hängen hat und auch wirklich effizient absaugen kann. Also, dass eben das Ganze nicht nach oben wegläuft. Diese Dinger lassen sich tatsächlich relativ leicht reinigen, wenn einem da mal was reinläuft. Man kann das rausnehmen, in die Spülmaschine machen. Das funktioniert wohl sehr gut. Und wenn ihr so einen Abzug nach unten habt, ist natürlich hier die oberste Schublade zu. Da ist jetzt die Ablufttechnik verbaut. Praktisch ist aber, man kann dann hier auch gleich 2 Steckdosen integrieren und das ist natürlich wirklich das Praktischste und der kürzeste Weg, den man haben kann. Stichwort Steckdosen. Auf der Seite haben wir hier 2 und hier 2. Das ist schon mal gut. Es dürften auch gerne 2 mehr sein in der Küche. Man hat da ja immer eine Menge rumstehen. Nie vergessen sollte man hier die Unterschrankbeleuchtung, damit man hier einfach gutes Licht hat. Auch hier die klassischen 60 cm mit dieser bündig eingelassenen Edelstahl gebürstet Spüle ist sehr schön. Dann hat man auf der Seite eben auch mal beides in Bedienhöhe eingebaut. Also einmal den Backofen, ein weiterer Grund, warum ich da meinen Esstisch hinstellen würde übrigens. Und hier auch die Spülmaschine auf Bedienhöhe. Wenn ihr euch mal überlegt, dass ihr die Spülmaschine wirklich jeden Tag ein- und ausräumen müsst, den Backofen vielleicht nur einmal die Woche bedient, wenn ihr euch entscheiden müsst, macht die Spülmaschine hoch. In dem Fall hat beides gepasst. Und der Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination ist hier ganz auf der anderen Seite, was natürlich auch ganz praktisch und schön ist. Hier hinter verbirgt sich eine Geheimtür. Das schauen wir uns auch gleich an, wo es dahin geht. Aber jetzt gucken wir gerade noch kurz um die Ecke in den Wohnbereich. Hier sieht man jetzt, dass da so smarte Schalter verbaut worden sind. Wenn man die Smart Home Ausstattung haben will, sind es 8.600 € Aufpreis. Das ist ein funkbasiertes System, das eben auch jederzeit erweiterbar ist. Dann kann man Licht, Steckdosen und die Beschattung, sprich die Lamellenjalousien, damit steuern. Da sieht man jetzt, dass die Küche hier nicht bündig eingebaut ist. Das kann man so machen, muss man wahrscheinlich nicht. Also mein innerer Monk hätte jetzt lieber eine flächenbündige Lösung. Aber schön ist, man hat dran gedacht, die Fußleiste hier rumzuziehen. Zum Thema Smart Home zeige ich euch gerade noch hier dann entsprechend die Taster, um die Lamellenjalousien runterfahren zu lassen. Wie gesagt, das sind diese schnurgeführten. Im Obergeschoss hat man dann
Rollläden, weil da muss man ja nicht durchgucken können und da möchte man es nachts eben auch komplett verdunkeln. Insofern ist es also durchaus sinnvoll, das geschossweise getrennt oder unterschiedlich zu machen. Hier gibt es dann auch nochmal eine Steckdose und hier haben wir jetzt ein Element, das besteht aus einer Festverglasung und einem Öffnungsflügel. Da sieht man schon, das ist sehr, sehr hochwertig, das ist sehr, sehr stabil. Wir haben hier Edelstahl und eben keine Plastikgriffe dran. An dieser Stelle ist jetzt nicht die extra flache Schwelle verbaut, sondern eine etwas höhere. Das ist auch ganz gut, da ist keine Terrasse dahinter. Hier schließt direkt das Parkett an. Ist also durchaus sinnvoll, hier eine kleine Schwelle zu haben. Der Öffnungsflügel ist 1 Meter breit, Höhe war hier 2,20 Meter. Die Festverglasung ist 1,80 breit, sodass man hier wirklich super viel Tageslicht drin hat. Hier sieht man kurz den Konfigurator, das könnt ihr selber ausprobieren. Da läuft oben der Preis und die Größe immer gleich mit, sodass ihr sehen könnt, was eure Wünsche kosten. Und jetzt schauen wir mal, was sich hinter dieser Geheimtür verbirgt. Durch diese Schranktür kommt man nämlich jetzt in eine kleine Speisekammer unter der Treppe. Das sind etwa 3,6 Quadratmeter. Hier sieht man auch sehr schön diese aufgesattelte Zweiholmtreppe aus Eiche. Hier kann man Getränkekiste abstellen, ein bisschen was lagern und dann geht es hier gleich weiter in den 8,4 Quadratmeter großen Hauswirtschaftsraum, der auch direkt eine Tür in den Carport hat, was natürlich super praktisch ist. Das ist jetzt hier so eine Terrassentür. Man kann hier auch eine Tür haben, die man von außen aufschließen und abschließen kann, sodass man eben auch von außen hier reinkommt. Auch hier gibt es die Möglichkeit, so eine kleine Backup-Küche oder so eine Hauswirtschaftszeile sich mit einbauen zu lassen. Eine kontrollierte Lüftungsanlage ist hier eben nichts erforderlich, deshalb ist hier auch relativ viel Platz drin, um hier Waschmaschine und Trockner unterzubringen. Hier haben wir die Wärmepumpe, die Luftwasserwärmepumpe mit integriertem 300 Liter Warmwasserspeicher. Die kann im Sommer auch reversibel laufen und das Haus kühlen, aber bei der Effizienzhaus 40 Variante ist das nicht möglich, denn da darf eben diese Energie im Sommer nicht benutzt werden. Hier haben wir die Tür, die sehr breit und spannend ist, die zum kleinsten Raum führt, den ich jemals gesehen habe. Es ist eine ganz, ganz nette Idee. Da hat man einfach ein Stück Rahmen aufgedoppelt und reingesetzt, sodass die Hausanschlüsse, wo sie von unten hochkommen, den Elektrokasten hier, die ganze Technik dahinter einfach sauber aufgeräumt hat. Und ansonsten ist hier noch der Speicher von der Photovoltaikanlage und der Wechselrichter. Und jetzt schauen wir uns das Obergeschoss an. Treppe ist eine gerade einläufige Treppe, eine geschlossene Treppe in Eiche. Wir haben sie von unten schon gesehen. Es ist eine Zweiholmtreppe, die hier keine Wangen an der Wand hat, was natürlich sehr schön ist. Hier gibt es ein schwarz gestrichenes Stahlgeländer. Hier ist jetzt diese Fließoberfläche natürlich relativ empfindlich, was so Kratzer oder Schleifspuren angeht. Würde ich euch empfehlen, so eine Elefantenhaut drüber zu streichen, irgendwas, was abwischbar ist. Oder halt gleich die Raufaser zu nehmen, die ist leichter partiell auszubessern. Gleiches gilt natürlich für hier oben. Das sieht sehr schön aus, aber das staubt zu, man kann es nicht abwischen. Da sieht man jeden Toucher drauf. Ich persönlich würde mir da, glaube ich, ein Brett drauf machen, dass man eben auch abwischen kann. Jetzt sind wir hier schon auf der Galerie, 17,4 Quadratmeter Wohnfläche, Raumhöhe sind hier übrigens auch etwa 2,50 Meter. Man sieht schon, wenn man jetzt auf den Luftraum verzichtet hätte, hätte man hier etwa 5 Quadratmeter mehr Fläche. Aber auch so bekommt man hier einen richtig schönen Arbeitsplatz unter. Diese Fensterlösung ist extra schon so gemacht, dass sie eben auch funktioniert. Wenn man hier keinen Luftraum hat, dann kann man natürlich die Fenster auch ganz leicht öffnen. Man kann die übrigens auch öffnen mit so einem Verlängerungshebel, wird man aber eher nicht machen, denke ich. Diese Einbaulösung, sehr, sehr schön, auch wieder mit dieser massiven Platte in Eiche hier, mit den Schubladen, Push to Open, auch hier mit diesem Durchlass fürs
komfortabel, relativ viel Stauraum hier, ist auch direkt mitzubestellen, kostet dann etwa 6.300 € mehr laut Konfigurator. Und was wir hier oben noch sehen, ist die Klappe zum unbeheizten Spitzboden. Wir haben da eben mal kurz reingeguckt, da seht ihr dieses dicke Dämmpaket, also es sind wirklich fast 30 cm Dämmung drauf, die ist auch begehbar, sie ist relativ stabil. Wenn ihr jetzt da was lagern wollen würdet, würde ich euch empfehlen, da aber auch nochmal Platten drauf zu legen. Ihr seht schon, es ist sehr hochwertig gemacht, auch das Unterdach sieht sehr gut aus. Und wenn ihr da oben was lagern wollt, denkt auch dran, dass ihr einen Stromanschluss braucht, damit ihr direkt Licht da oben habt. Und hinter mir ist jetzt das Elternschlafzimmer mit Ankleide, wo wir als nächstes reinschauen. Schlafen und Ankleide erstrecken sich über die komplette Hausbreite, sind insgesamt 24,8 Quadratmeter. Dieser Ankleidebereich lässt sich mit dem Schrank flexibel abtrennen. Man bekommt hier wirklich über 6 laufende Meter Schrank hin. In der Mitte ist sogar Platz für so eine freistehende halbhohe Kommodeninsel. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, da ein großes Fenster zu haben, damit man Tageslicht hat, um die Kleidung aufeinander abzustimmen. Stichwort Tageslicht, hier oben sind jetzt die Rollläden drin, die habe ich euch eben schon mal runtergefahren, die elektrischen, da kann man eben dann auch komplett verdunkeln und die fahren auch sehr leise und komfortabel wieder hoch. Hier oben sieht man jetzt den Standard, nämlich die Raufaser, die eben etwas günstiger ist, und auf dem Boden das etwas günstigere Vinyl. Vinyl ist nicht gleich Vinyl, das ist ein sehr hochwertiges Eiche-Landhaus-Stile, das optisch und haptisch wirklich kaum von echtem Parkett zu unterscheiden ist. Es ist natürlich ein sehr robustes Material, verkratzt nicht, ist wasserunempfindlich. Hier gegenüber liegen jetzt die 2 Kinderzimmer, die fast gleich groß sind. Man kriegt sie nicht ganz genau gleich groß, weil damit hier die Tür noch passt, sitzt die Wand hier nicht ganz mittig. Hier haben wir 11,2 Quadratmeter. Ihr könnt schon sehen, dieses große Fensterelement tut dem Raum wirklich sehr, sehr gut. Das nebenan hat 12,8 Quadratmeter, ist also einen ganz, ganz kleinen Ticken größer. Und die Brüstungshöhe ist hier 87 cm. Auch hier im Kinderzimmer vor der Festverglasung, wenn da Sachen draufgestellt werden, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, da was Abwischbares drauf zu machen. Dieses Fensterelement ist 1,36 hoch, 1,75 breit. Sehr sinnvoll, dass hier ein Teil fest verglast ist und ein Öffnungsflügel ist, sodass man hier wirklich sehr viel Licht reinbekommt. Das Bad ist mit knapp 12 Quadratmetern groß bemessen, hat auch 2 Fenster. Hintergrund ist, dass es im Konfigurator auch die Möglichkeit gibt, hier 2 Bäder zu machen. Da hätte man hier ein kleines Kinderbad und da ein kleines Duschbad, das direkt vom Elternschlafzimmer aus zugänglich wäre. Möglich ist auch eine Variante, dass man hier noch einen kleinen Hauswirtschaftsraum abtrennt, dass man eben die Wäsche auch hier oben erledigen kann, je nachdem, wie die Familiensituation ist. Hier ist es jetzt sehr schön gelöst mit diesem Doppelwaschtisch, dass eine Familie das auch wirklich nutzen kann. Auch hier die Möglichkeit, diese passenden Einbaumöbel vom Schreiner gleich mitzuordern. In dem Fall wären das 4.400 € Zusatzkosten laut Konfigurator. Dann haben wir hier die Vorwandinstallation, knapp 1,20 hoch. Das heißt natürlich, der Spiegel hängt so hoch, dass Kinder sich da nicht drin sehen können. Was eine sehr schöne Lösung ist, ist, dass die Fliese hier draufgelegt ist und eben ganz glatt geschnitten. Das ist also jetzt nicht mit so einer Fliesenkante gelöst, auch jetzt nicht die auf Gärung geschnittene Fliese. Die ist sehr schick. Aber da habt ihr natürlich Kanten, wo ihr leicht was abspringen habt, wenn ihr da dran stoßt. Und das finde ich ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Lösung und die ist eben auch robust und zweckmäßig. Hier haben wir wieder diese schönen Aufsatzwaschbecken. Auch hier wieder die Armaturen matt schwarz, auf jeder Seite 2 Steckdosen, sehr gut. Dann gibt es hier eine begehbare geflieste Dusche, 1 Meter breit bis zu dieser Kante hier 1,20. Auch das ist mit dem Spritzschutz so, dass man einfach ein bisschen aufpassen muss, aber es funktioniert. Sehr schön ist, dass es eben hier diese halbhohe Wand gibt und da oben das Glas. Das ist dann erstens besser zu reinigen, als wenn man das Glas immer bis unten hin abziehen muss. Und man hat hier natürlich auch gleich eine
Abstellfläche. Auf der anderen Seite ist dann das WC gegenüber. Hier ist es eben so, dass dann hier die Trennwand einsetzen könnte. Wenn man 2 getrennte Räume haben wollte, hätte man da eben trotzdem noch ein Fenster. Und wir haben hier die Wanne, eben eine Einbaulösung, die auf den Rohfußboden aufgesetzt ist, das heißt in den Estrich eingelassen. Dann hat man hier eine Einstiegshöhe von nur knapp 45 cm, was eben sehr angenehm ist. Hier hinten ist jetzt die Brüstungshöhe knapp 1,20 Meter. Auch hier ein Öffnungsflügel und ein feststehendes Element, was im Bad optimal ist, weil man dann eben von unten hier auf jeden Fall den Sichtschutz hat. Und es gibt auch noch Platz für Stauraum. Wenn ihr euch das Musterhaus mal selber anschauen wollt, es ist immer mittwochs geöffnet von 16 bis 20 Uhr oder nach individueller Terminvereinbarung, sowie jeden ersten Sonntag im Monat. Die nächste Gelegenheit ist am 1. März von 14 bis 17 Uhr. Da gibt es hier übrigens auch ein Gartenbau-Event, wo ihr was über Gartengestaltung lernen könnt. Wenn ihr euch die Grundrisse mal anschauen wollt, habe ich wie immer unten in der Videobeschreibung einen Link in unsere Hausdatenbank. Es gibt auch eine Möglichkeit, den Konfigurator selber mal durchlaufen zu lassen oder sich eine Preisinfo zu holen. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.